Ihr hattet Fragen, und zwar ganz viele weitere zum Ausbau, zum Reisen, zum Kanal, Vanlife-Zeug und so. Ich beantworte die heute einfach alle. Sehr häufig wurde gefragt, wie viel Versicherung bezahlst du? Ich bin da keine gute Referenz, weil, ich hatte es schon mal erwähnt, ich habe meinen Führerschein sehr spät gemacht und bin bis nächste Woche noch in der Probezeit. Und deswegen laufe ich da natürlich als Fahranfänger und da ist das alles nicht so günstig. Ich hatte jetzt auch keine Punkte irgendwie, die ich von irgendwo übernehmen konnte. Deswegen zahle ich aktuell 74 € im Monat an Versicherung und Steuern sind 90 € im Jahr. Ich habe mich allerdings dafür entschieden, einen Telematiksensor ins Auto zu setzen. Das heißt, der misst, wie schnell ich fahre, wie radikal ich bremse und lenke und Kurvenverhalten oder sowas. Und je nachdem, wie rücksichtsvoll und vernünftig man fährt, gewinnt man oder sammeln sich so Punkte an, Punktwerte, Prozentwerte. Und das ist dann der Rabatt, den man im neuen Jahr auf den Versicherungsbetrag bekommt. Und bei mir ist das ein Unterschied von 20 bis 25%. Das heißt, ich zahle im nächsten Jahr vermutlich 55 bis 60 € im Monat. Dann war ein ganz großes Thema der Verbrauch des Combo. Ich habe ja in der Roomtour gesagt, Verbrauch sind ungefähr 5 Liter. Also das bezieht sich natürlich auf das Auto, so wie ich es gekauft habe und nicht auf Auto nach dem Ausbau. Dann kamen ganz viele Leute, die gesagt haben, im Leben nicht, das kann doch alles gar nicht sein. Ja, doch. Die Herstellerangaben sind zum Verbrauch 5,2 innerorts und kombiniert, wenn man halt auch viel außerorts fahren würde, 6,2. Ne? Also jetzt nach dem Ausbau wird der Verbrauch irgendwo um die 7 Liter, vielleicht ein bisschen höher liegen, je nachdem wie viel man fährt und wie viel Gewicht man noch an Bord hat. Dann wollt ihr immer wissen, wie zufrieden ich mit dem Wagen bin, wie das mit dem Motor aussieht und ob der irgendwelche Macken hat oder sowas und wie es mit Reparaturen aussieht. Also, das Einzige, was mir bei dem Wagen aufgefallen ist, dass ich auf jeden Fall immer die Flüssigkeiten im Blick behalten muss, aber das gilt vermutlich für jedes Auto, also Kühlwasser und Öl. Und ja, das Öl checke ich auch wirklich regelmäßig, wenn ich viel fahre und kippe da regelmäßig nach. Aber ich habe mal geguckt, wie so die Werte sind, wie viel Milliliter Öl man so auf wie viel Kilometer verbrauchen sollte und da liegt er auf jeden Fall im ganz normalen Rahmen. Ja, was kann man zu dem Motor sagen? Der hat ja 90 PS und ich würde sagen, wenn ich anfahre, ist der ein bisschen lahmarschiger als andere Autos. Also kann ich es jetzt nicht mit einem BMW oder so vergleichen. Irgendwelche Rennstarts, da wird der Combo alt aussehen. Aber wenn er dann einmal über die 50 ist, verhält er sich ganz normal wie jedes andere Auto auch, das jetzt nicht irgendwie besonders gut ausgestattet ist. Und der fährt auch problemlos 160, also bergab und mit Rückenwind vielleicht auch 180. Das Einzige, was ich vielleicht anmerken könnte, wenn man so ein altes Auto, der ist ja von 2008, wenn man sowas kauft, bei mir waren die Dichtungen schon relativ trocken und porös. Also da hatte ich an der einen oder anderen Stelle, hat die sich so abgelöst. Die habe ich dann ersetzt. An der anderen Stelle fiel die so ein bisschen ab und so. Das habe ich dann befestigt, notdürftig. Wegen der Dichtung würde ich dann vielleicht einfach gerne mal zum Autoverwerter, Schrotthändler fahren und mal gucken, ob es noch ein paar vernünftigere Dichtungen gibt, damit man das einmal rundum ersetzen kann. Und eine Sache ist noch passiert, das hat jetzt eigentlich mit dem Auto an sich nichts für. Aber irgendwie ist einer dieser Magnete in den Gasfederdämpfer gekommen von der Heckklappe. Und das heißt, zwischen dieser Außenkartusche und dem inneren Stab, da steckte dann der Magnet. Und wir haben bis heute nicht rausgefunden, wie es passiert ist. Auf jeden Fall habe ich es nicht gesehen. Und beim Zuschließen hat sich dann durch den Druck die Heckklappe verzogen. Und dann hing die Klappe unten so ein ganzes Stück neben der Karosserie, also so wirklich verzogen. Und ich dachte, um Gottes Willen, große Panik gekriegt, Auto kaputt gemacht und das wird teuer, ne? Karosserie und so. Letztendlich hat sich herausgestellt, wir mussten einfach nur die Schrauben von den Scharnieren oben von der Heckklappe lösen und das einmal wieder gerade rücken mit ein bisschen Druck und so. Und jetzt passt die Heckklappe meines Eindrucks nach sogar besser als vorher. Und ja, es sah auf jeden Fall schon schlimm aus und ja, das ist das Einzige, was man so für die Frage, ob ich mit dem zufrieden bin oder nicht, beantworten kann. Dann wolltet ihr wissen, wie ist das in dem Auto bei Regen, Unwetter oder Gewitter? Gemütlich. Also klar, man kann jetzt noch nicht die Heckklappe bei Starkregen sperrangelweit auflassen, sonst regnet es rein. Wenn es noch ein bisschen nieselt oder so, kann man trotzdem da sitzen. Dann kannst du ja auch diese Seitenfenster so aufstellen
Und ja, und ansonsten dadurch, dass oben eine Isolierung, der Dachhimmel ist ja bezogen und so, ist das nicht ganz so laut, als hätte man komplett nackte Karosserie und deswegen hält sich die Lautstärke auch in Grenzen und ansonsten, ja, es ist eigentlich eher gemütlich und dann kann man mal alles machen, was man sonst irgendwie nicht macht, weil man denkt, man sollte besser rausgehen und draußen was unternehmen. Dann fragt ihr immer nach der Matratze, was genau ich da verwendet habe und ob die denn bequem ist und so. Die ist immer in der Infobox verlinkt. Ich habe die halt bei einem Online-Händler bestellt und das ist Metaware und da müsst ihr halt gucken, Raumgewicht und Härtegrad. Guckt ihr, wie viel wiegt ihr oder wie viel wiegen dann die Personen, die da drauf schlafen sollen. Dann wählt ihr in der Tabelle aus, was wäre das richtige Raumgewicht. Und dann sagt ihr, mag ich meine Matratze lieber hart oder lieber weich oder so mittel. Dann wählt ihr davon ausgehend den Härtegrad. Und genau, dann kann man sich das einmal als großes Stück bestellen und zuschneiden. Ich habe das so gemacht, weil große Matratzen ja zwischen 10 und 15 cm dick sind. Und die Kopfhöhe oben oder der Platz nach oben ist beim Kombi halt nicht so groß. Deswegen habe ich eine 6 cm Dicke für diesen Schaumstoff genommen. Und er ist extra für Polster geeignet. Das heißt, bisher sehr bequem, kann ich nicht klagen. Also ich würde das nochmal so machen. Ich vermisse jetzt nicht so eine große Matratze. Ich schlafe da genauso gut drauf wie zu Hause, manchmal sogar besser als zu Hause auf dem Sofa. Dann fragt ihr immer, ob denn das Bett wirklich so viel Gewicht aushält, ob man auch zu zweit drin schlafen könnte oder ob man den Wagen so ausbauen könnte, dass man zu zweit drin schlafen kann. Wir lagen da schon mal zu dritt drin, 2 Erwachsene, ein Kind. Also mindestens 150 Kilo hält die Konstruktion und wir hatten jetzt nicht das Gefühl, dass es gleich zusammenbrechen würde. Bestimmt also noch ein bisschen mehr. Ich glaube, ja, man kann den Kombo natürlich so ausbauen, dass auch 2 Leute darin gut Platz haben. Aber ich wusste halt, dass ich vorrangig alleine reise, deswegen habe ich viel Platz für diese Küche eingeräumt. Aber es gibt so viele Konstruktionen online. Klar kann man das auch für 2 konstruieren. Was haben Familie und Freunde, Bekannte zu deinen Plänen gesagt? Also ich würde sagen, 50% haben die Idee sehr unterstützt und fanden das super cool und die anderen 50% haben gedacht, da gibt es auch ein Problem mit der Sicherheit, da ist ein Problem mit den Kosten oder eine Überforderung mit dem Ausbau. Ja, und bei den ganzen Zweiflern war ich natürlich ein bisschen enttäuscht und auch habe nicht so verstanden, warum die so dagegen waren irgendwie. Und ja, nachher habe ich dann einfach mein Ding durchgezogen und so und jetzt gibt es eigentlich keinen mehr, der das irgendwie doof findet. Wie regelst du das mit der Luft? Lässt du vorne das Fenster offen, wenn der Wagen geschlossen ist? Gibt es da noch genug Luft? Also ich weiß nicht, wie der Kombo das macht. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es gibt immer ausreichend Sauerstoff. Wir haben das auch schon eine andere berichtet. Eine, die in Berlingo reist, die sagt auch immer, sie muss die Fenster auflassen. Empfinde ich im Kombo überhaupt nicht so. Kann natürlich auch bedeuten, dass irgendwas nicht dicht ist oder so und da deswegen die Luft durchpfeift. Aber wenn ich auch hinten drin sitze an der Heckklappe, dann sieht man halt auch so ein bisschen, und das war immer so, dass es da so einen ganz kleinen Spalt gibt, wo auch Licht durchkommt. Und wenn da sogar Licht durchkommt, dann kommt auch Luft durch. Dann wollt ihr immer wissen, was würde ich das nächste Mal beim Ausbau anders machen oder was habe ich bereut. Also ich würde auf gar keinen Fall nochmal Pappelholz benutzen, das weniger stark als 10 mm ist. Funktioniert nicht, ist einfach zu weich und brüchig und nee, ist einfach nicht gut. Lieber Birke nehmen oder Kiefer oder sich da irgendwie andere Lösungen überlegen. Ein Ort, wo das im Auto nämlich so ist diese Theke. Ich hatte halt kein anderes Holz mehr, Corona und so, ihr wisst. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, nimmst du jetzt das, was du hast. Aber dieses Pappelding, das ist nichts. Also das will ich auf jeden Fall noch ersetzen. Und dann in der Roomtour habe ich auch gesagt, hier diese Tischkonstruktion und so. Ich brauche den Tisch einfach nicht. Ich hätte vielleicht oben in der Küche besser auch Schiebetüren machen sollen. Nicht, weil das irgendwie nervig ist, die Klappen aufzumachen oder so. Aber ich hätte diesen Tisch nicht gebraucht. Ich hätte vorher auch eingeplant, dass diese Holzdeckel, die oberen Holzdeckel, die man dann umklappt, dass ich die ein bisschen mehr abschmirgel. Die müssen nicht genauso breit sein wie die unteren Deckel, weil Holz arbeitet ja auch und so, zieht ein bisschen Feuchtigkeit und dehnt sich ein bisschen aus. Und der wäre klüger gewesen, von Anfang an ein bisschen mehr abzuschmirgeln, damit das nachher nicht so schwergängig ist. Und dann hätte ich vorher viel mehr Spacksschrauben, 10 mm Spacksschrauben bestellt, weil ich bei diesem Ausbau das am allermeisten brauchte und ständig waren die kleinen Schrauben aufgebraucht. Dann war eine Frage, welche Umbauten planst du noch? Auf jeden Fall, wie gesagt, das Thekenbrett ersetzen, dicker und anderes Holz. Und die andere Sache sind die Spannhaken, die an diesen Schraubhaken eingehängt sind, um die Bodenplatten zu befestigen.
gab es von irgendwem von euch den coolen Vorschlag, einfach Gewindeschrauben mit Muttern, Unterlegscheibe und so zu nehmen und das dann damit zu befestigen? Gibt es Dinge, die du im Nachhinein noch dazu genommen hast oder Sachen, wo du gemerkt hast, die brauchst du nicht wirklich? Also wie schon gesagt, den Tisch brauche ich nicht wirklich, die Spülschüssel brauche ich nicht wirklich. Dann muss ich das Solarpanel erst im August noch beweisen, da bin ich ein bisschen länger unterwegs, ob dieses mobile Solarpanel wirklich so praktisch und sinnvoll ist. Nachträglich noch dazu genommen habe ich nur eine Wärmflasche, bisher brauchte ich die noch nicht, aber ich weiß, ich werde sie brauchen. Und einen Lichtstreifen. Ich wollte ein bisschen indirektes Licht, wenn ich abends irgendwie noch Netflix gucke oder was lese oder sowas, auf dem Handy, dass es nicht entweder komplett dunkel oder totale Festbeleuchtung ist. Deswegen einen Lichtstreifen. Dann kam die Frage, was hättest du vielleicht gerne gemacht, hat sich aber wegen Platz oder Budget nicht umsetzen lassen. Eine Dusche. Irgendwann noch mal ein anderes Auto oder bleibt es beim Kombo? Also, ich nutze den ja jetzt nur so für Wochenenden und Co. Wenn ich jetzt in einem wohnen wollen würde, dann hätte ich schon gerne einen Wagen mit H2, also so, dass ich auch wirklich stehen kann. Und habe aber durch den Kombo gemerkt, man braucht gar nicht so viel. Das heißt, ich würde tatsächlich auch einen kürzeren nehmen und das alles viel kompakter bauen und nicht so, ja, nicht so verschwenderisch. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Das hat der Kombo einem beigebracht. Naja, und bis jetzt genieße ich schon, dass er so klein ist, dass du auf dem kleinen Raum alles hast und so und dass du damit so viele Sachen machen kannst und ebenso unauffällig damit bist. Deswegen vielleicht irgendwann mal, auch alleine schon um des Spaßes des Ausbauen willen, aber bis jetzt ist das erstmal gut, gerade in der Zeit. Dann wolltet ihr wissen, ob es Gruppen oder Communities gibt, die einem weiterhelfen. Ja klar, es gibt ganz viele Facebook-Gruppen, jetzt gerade für die Minicamper, dann gibt es die gemischten Gruppen, dann gibt es die extra für die Frauen, dann gibt es die Vanlife Girls, dann natürlich die ganz klassischen Vanlife Germany und so. Ich schreibe die euch einfach alle in die Infobox und ansonsten gibt es in Städten halt auch so Gemeinschaftswerkstätten, da helfen einem Leute auch weiter und ansonsten auf Instagram nach den einschlägigen Hashtags gucken und dann findet man auch ganz viele. Gerade die Leute, die das gleiche Modell von Auto haben, finden sich da schnell zusammen. Es gibt die Leute für die Caddies, es gibt mittlerweile auch die für die Kombos. Also wenn ihr da rein wollt, ne, kommt mal zu Instagram. Ja, da findet ihr auf jeden Fall Tipps. Bist du auch mit anderen Vanlifern in Kontakt? Ja, also nee, man trifft die Leute sowieso auf der Straße unterwegs, man lernt sich in den Online-Foren oder in den Facebook-Gruppen oder auf Instagram kennen. Ja, es gibt auch einige Leute, die ich darüber kennengelernt habe und das kommt eigentlich sehr schnell, weil das Auto, ne, man hat sich ganz viel zu erzählen und alle wollen mal gucken und so und dann findet man schnell zueinander. Dann wolltet ihr wissen, wo schläft der immer filmt. Der immer filmt, heißt Henning und der schläft bei sich zu Hause. Dann wolltet ihr wissen, hat er auch einen Minicamper, macht er auch Camping? Nee, macht er nicht, bis jetzt nicht, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Aber vielleicht lässt er sich ja irgendwann von dem Thema anstecken. Und ansonsten haben wir uns zum Beispiel für die Reisen überlegt, da werde ich eine eigene Kamera mitnehmen, weil man kann ja jetzt nicht den Henning extra immer anreisen lassen. Aber genau, für diese Art von Videos kommt er einfach immer von zu Hause angefahren. Eure Videos sind ja schon sehr professionell. Gibt es da einen Background? Also ich kann, wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, gerne mal irgendwie ein bisschen mehr darüber erzählen, was wir eigentlich so machen. Aber ja, dass die Videos so professionell aussehen, ist natürlich vor allem auch Henning zu verdanken, der das eben schon drauf hat. Falls eure Frage jetzt hier nicht dabei war, kann das daran liegen, dass wir entweder ein eigenes Video dazu machen, wie zum Beispiel zu dem Solarpack, Stromversorgung und zu den Reisen. Und ansonsten könnt ihr gerne eure Frage nochmal in die Kommentare schreiben, dann beantworte ich die gerne.